Ich weiß nicht, wenn ich... erstmal Heyhoo und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Sorry, ganz vergessen. Ich habe irgendwie immer so ein komisches Gefühl, wenn wir aufwachen. Also in Sumeru. Weil dann denke ich immer so, okay, wir sind immer noch in diesem Zyklus in der Samsara, aber es geht. After Nahida left, you ate a lot of food. Hehehe. You've become a glutton. Nichts im Vergleich zu dir. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? Ja. She should be in the academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. Ah, stimmt, das hatten wir jedes Mal gehabt. Die Möglichkeit zu reden. In Inazuma haben wir mit Lady Yae und A geredet. Ich glaube am Ende sogar nur mit Lady Yae. In Inazuma natürlich dann mit Zhongli. Und in Buch 1, als wir mit Venti am Baum geredet haben. Beim Baum? Am Baum? Ah, da ist sie. Nahida. Hi. Nahida! Hello, Traveler and Paimon. Hi. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? Ja. Wo? Warum hast du dein göttliches Herz abgegeben? Was weißt du jetzt? Über Akasha. After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. I hope that the new 6 great sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long. I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Vielleicht wird es irgendwann sogar ein Gebäude geben in der Wüste, extra nur für die. Also so eine Akademie in der Wüste. Oder so ein zweiter Standort. Was passierte, nachdem ich an jedem Tag eingeschlafen war? Was ist passiert? You mean, what happened after the doctor put you to sleep? Ja. Hatte dein göttliches Herz gestohlen? Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. Die haben mein Schicksal umgeschrieben? In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor, as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the God of Wisdom. Erzähl es doch. Ich will's aber wissen. Über Scaramouche. He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. I know you have many misgivings about him,
But as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. His future will be determined by fate. Über die nächste Station der Reise. Fontaine. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? Fontaine, okay, es heißt Fontaine, okay, gut. Gerechtigkeit. Also ich will es nicht erwarten nennen, weil keine Erwartungen haben, dann wird man nicht enttäuscht. Natürlich, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich jemals enttäuscht wurde in Genshin Impact, aber irgendwie hoffe ich so ein bisschen, dadurch, dass es um Gerechtigkeit geht, dass es vielleicht ja so eine Gerichtsverhandlung geben wird und das hier so ein bisschen wie diese ganzen Spiele, also zum Beispiel jetzt Danganronpa, ja, ist jetzt ein bisschen krass, aber ich meine so ein bisschen so, dass sie so ein Gericht halt haben, so eine Verhandlung haben werden und uns irgendwie verteidigen müssen oder irgendjemanden verteidigen werden. Und boah, ich hoffe, dass das irgendwie sowas kommt. Dass wir Beweise sammeln müssen, dass vielleicht Heyhoo dazukommt oder irgendein Anwalt da dabei sein wird. Also klar, ich meine, wir haben ja schon eine Anwältin, Yan Fei, und wir haben einen Detektiven, Heyhoo, aber ich denke nicht, dass die beiden da auftauchen werden. Aber so in der Art und Weise, dass vielleicht sowas so ein bisschen kommt, so, ich habe vergessen, wie diese Games heißt mit diesem Gerichtstypen, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich jedes Mal drauf. Auf neue Sachen in Genshin. As far as I know, that nation operates in a judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Focalor, won't preside over individual trials. Focalor. Oh nee, das wird wieder ein Name sein, den ich vergessen werde. Aber egal. Focalor. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. She. Ah, ist schon wieder weiblich? Venti? Zhongli? Nahida? Focalor. Okay. Das heißt 3 Frauen, 2 Typen. Wir wissen, die Zariza gibt es ja noch. Und das heißt, der Feuertyp ist ja wahrscheinlich, Feuer ist ja wahrscheinlich ein Typ. Nehme ich mal an. So 3 Typen, 4 Frauen. Obwohl, von dem Feuer-Archon wissen wir gar nichts. Pyro. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Mächtig. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Ich freue mich drauf. Über Akasha. Achso, ich habe keine weiteren Fragen. Nahida. Also, du wirst wahrscheinlich vielleicht ein Teil meines Teams, aber trotzdem, ich werde dich vermissen und alle anderen hier. Isn't there something else you haven't asked about yet? Ja, nämlich über, ob du irgendetwas zu meiner Schwester weißt. Huh? You mean... My sister. About your sister. Ja? While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. Aber wir kommen von außerhalb des Sternenmeers. Irminsul hat bestimmt keine Informationen zu ihr, oder? Yeah! Isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Teyvat? So there shouldn't be anything on him or his sister. Naja, wir waren ja vielleicht von der Zeit, in dem sie hier war. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. Oh. However, there must be something different about your sister. Because, as it turns out, the world has recorded information on her after all. Ich glaube, sie ist 500 Jahre vor uns hier angekommen. Warum auch immer wir so spät hergekommen sind. What? There is only one possible explanation. She belongs to this world. Wie kann das sein? Meine Schwester und ich haben zusammen die Sternenmeere bereist. Wie kann sie aus Teyvat kommen? Das ergibt keinen Sinn. Stimmt etwas mit meiner Erinnerung nicht? Oder hat diese Welt etwas mit mir angestellt, mit ihr angestellt? But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? Weißt du noch etwas?
According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Tevat. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. Sie hat ja auch gesagt, dass wir es verstehen werden, sobald wir am Ende unserer Reise angekommen sind. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. Es könnte mit dem Abgrund zu tun haben. But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. Was? Bemerkenswert ist außerdem, dass, soweit ich weiß, deine Schwester im Informationssystem der Fatui nicht als Ankömmling vermerkt ist. Ankömmling im Sinne von jemand, der angekommen ist, ne? Ankömmling? What's a Descender? Descender. Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about Yeah. the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? Ja, das auch. A very important part of the intel was about this world's Descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Willst du damit sagen, ich gehöre hier nicht hin? Traveler, you are Tevat's 4th Descender. Okay. Der 4.? Was mit den anderen So the 3? Fatui count 3 other Descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first Descender was likely what we now call the Heavenly Principles. As for the other Descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Ah, das ist... Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. Na, es ist in Ordnung. Ich meine, wie soll man Dinge wissen, die sogar irgendwie geheim gehalten wurden von dem Akasha, was eigentlich alles aufzeichnet? There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. Ich auch. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Oh Gott, sag sowas nicht. Stress. Paimon's sure glad we got to meet you, Nahida. Oh ja, das ist mega cool. Vor allem, du bist Teil meines Teams. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Oh, ich werde dich so vermissen. Ich hoffe, wir sehen dich wieder. Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine Art Holi-Festival oder ein Diwali oder I don't know. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes. And maybe I'll appear in your dreams. Ich hoffe doch. Kapitel 3, Akt 5. Ah. Ein Ast? Oh, das sieht so aus wie das Ding, was zu... Ein frischer Ast aus dem Zentrum der Welt. Es war einmal ein riesiger Baum, dessen Äste sich über die ganze Welt erstreckten. Und dieser Ast war einer davon. Obwohl er vom Baum entfernt wurde, bleibt ihre Verbindung nicht unterbrochen. Daher wird dieser Ast niemals verdorren, solange der riesige weiße Baum, der das Zentrum der Welt symbolisiert, nicht stirbt. Bäume symbolisieren das Leben. In einer Geschichte gab es eine Person, die ihr Bewusstsein an die Äste des weißen Baums anvertraute, bevor sie starb. So gehen weder Leben noch Hoffnung verloren. Denn wo Sonne und Regen ist, werden die Äste wachsen und sprießen und eines Tages Früchte tragen. Bäume symbolisieren auch die Weisheit. In einer Legende hing ein weißer Kopf über an einem Baum, lernte Runen zu gravieren und heilige Worte zu kontrollieren und konnte schließlich durch das Reich des
durch das Reich aus Wurmwurzeln einen Blick auf die Geheimnisse des Himmels werfen. Alles Wissen, alle Erinnerungen und alle Erfahrungen fließen aus den Wurzeln dieses riesigen Baumes, wie Bäche, die Flüsse münden, Flüsse, die in Meere münden, Meere, die in Wolken und Regen verwandeln, die dann auf die Erde fallen, genauso wie das Leben selbst, eine Samsara. Okay. Dann war's es mit der Archon-Quest. Also es kommt noch ein Teil mit Scaramouche, damit geht's weiter. Aber das war's mit der Quest von Nahida. Ich meine, wenn ich es jetzt nochmal anspreche, hier kommen nochmal die Fragen. Aber das war's. Is there anything you want to know? Kann ich noch irgendwas anderes fragen? Ja. And soon, you'll all. I'm very. If Yeah. fate is. I'm unsure. The pleasure is. Alright. Dann war's das mit dieser Folge von Genshin Impact. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.